Hey Leute, willkommen zum nächsten Video von der Firma Bender. Das ist Teil 2 von dem Lamborghini Huracan. Ja, in diesem Video, das Video drehen wir jetzt ein bisschen andersrum. Wir haben das Projekt schon abgeschlossen und jetzt werden wir euch das Ganze erzählen und erklären und zeigen, wie wir das Ganze gemacht haben. Ja, ich würde sagen, apropos Teil 2, wenn du das Teil 1 noch nicht gesehen hast, hier ist die Verlinkung, geh da erstmal hin und schau dir, was wir alles vorhatten und wie das jetzt umgesetzt wurde. Ja, jetzt gehen wir, beziehungsweise wir zeigen euch erstmal die ganze Montagearbeit, die ganze Vorarbeit, was wir alles gemacht haben und nach den Aufnahmen gehen wir in den Innenraum und schauen uns das Ganze mal an. So Leute, jetzt sind wir im Innenraum und schaut ihr doch das mal an. Das ist doch der Wahnsinn. Also mehr geht wirklich nicht. Also wir haben bei dem Fahrzeug eigentlich alles gemacht. Es gibt wirklich kein einziges Bauteil, was wir nicht angefasst haben. Ja, wo ich das schon sehe, das ist echt der Wahnsinn. Also erstmal hatte ich gedacht, rot im ganzen Innenraum. Ich glaube, das wird zu viel, aber so wie wo ich das jetzt sehe, das sieht richtig geil aus auf jeden Fall. Ja, wie geht man vor, wenn man so einen Innenraum machen möchte oder herstellen möchte? Ja, der Anfang ist immer natürlich zu überlegen, wie möchte ich das haben? Wo soll die Naht hin? Welches Bauteil verändern wir? Und damit fängst du halt an. Lamborghini meldet sich, guten Tag. Ja, genau, der erste Schritt ist auf jeden Fall erstmal die Überlegung, welche Materialien möchte ich haben. Dann der zweite Schritt ist, welches Bauteil verändern wir. Also eigentlich, ja, das ist so der erste Schritt. Welches Bauteil, welches Material ist also der erste Schritt. Und dann, wenn man den ganzen Innenraum macht, muss man schon ein bisschen skizzieren. Das können wir halt am Tablet ein bisschen skizzieren, wo welche Farbe hinkommt. Dann kann man ungefähr sich vorstellen, wie das Ganze auszusehen hat. Natürlich kann man auch komplettes Projekt als Zeichnung komplett als Design quasi erstellen lassen, was ein bisschen Zeit mitbringt, aber es geht auf jeden Fall. Ja, und wenn das hier, wenn die sage ich mal, das Grundmaterial und die ganzen Bauteile fest sind, dann fängt man erstmal an, die ganze Sache zu zerlegen. Ne? Und das habt ihr ja in einem Video gesehen, Teil 1, da haben wir das ganze Fahrzeug zerlegt, was auch ein richtiger Kampf ist bei so einem Fahrzeug. Also für mich ist das wirklich das schwerste Auto, was wir hier zerlegt haben. Es war sehr, sehr kompliziert, hat auch lange gedauert auf jeden Fall. Es ist nicht einfach wie bei BMW zum Beispiel, wo du einfach alles geklipst hast und man schon ungefähr weiß, wo was sitzen könnte. Hier ist zum Beispiel das Armaturenbrett von unten komplett durchverschraubt, von oben. Da kommst du eigentlich gar nicht so dran. Ne? Das ist echt der Wahnsinn. Da musst du erstmal schauen, wie, wo
Ja, und das ist natürlich immer schwer, wenn ein neues Fahrzeug reinkommt, ja, das zu machen. Aber ja, haben wir gut gemeistert und so sieht das jetzt aus. Ja, nachdem die ganze Baustelle zerlegt ist, schickt man erstmal dem Kunden ein Bild, damit er schockiert ist, wie sein Auto aussieht. Und dann kommen die ganzen Schablonen, das ganze Material muss zugeschnitten werden, muss genäht werden, was jetzt Sattlerei betrifft. Ne? Also Schablone ist eigentlich das Wichtigste an dem Ganzen, weil wenn die Schablone nicht passt, dann wird auch dein Bauteil niemals perfekt aussehen, perfekt aussehen. Wie zum Beispiel so die Armlehne oder der Sitz. Der Sitz, eigentlich am ganzen Fahrzeug sind die Sitze ja, das schwerste Bauteil, also die schwersten Bauteile, weil einfach, ich sag mal so, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, eine Mittelkonsole beziehst mit Leder zum Beispiel, diese Teile oder irgendwelche Kniepolsterung oder Handschuhfach, dann kannst du das Leder halt spannen und klebst das fest. Bei den Sitzen ist das so, meistens werden die Sitze einfach nur gespannt und da hast du eigentlich gar keine Möglichkeit, irgendwas zu korrigieren. Das muss halt von alleine sitzen und das ist halt die Schwierigkeit, deswegen müssen die Schablonen richtig perfekt sein, was halt sehr, sehr lange dauert. Also so einen Sitz zum Beispiel herzustellen, so einen Sitz, ja, brauchst du schon locker 3-4 Tage, bis so ein Sitz fertiggestellt wird. Weil bei dem Sitz haben wir auch diese ganze Form verändert. Können wir vielleicht noch einblenden. Wir haben ja hier die ganze Streifen eingesetzt. Die waren ja vorher gar nicht vorhanden. Weil das einfach von der ganzen Form wirklich ganz anders ist. Und das war halt die Schwierigkeit, das so umzusetzen. Aber haben wir gut geschafft, auf jeden Fall. Ja, und nachdem die ganzen Schablonen gemacht wurden, wird das Ganze zusammengenäht, hatte ich ja schon mal erwähnt. Und dann spannt man es drauf oder klebt man halt drauf. Ne? Muss man natürlich dabei achten, wenn alles bezogen wird, wie passen die Bauteile zusammen. Das ist auch eine sehr, sehr schwere Sache, das halt vorher schon zu überlegen, wo wird was gefräst, wo wird was abgeschnitten, wo wird was gepolstert vielleicht. Wie waren die Teile vorher schon beklebt? War da Polsterung drauf, war da keine drauf? Und ja, das ist auf jeden Fall heftig. Hat auf jeden Fall sehr, sehr lange gedauert, genau, das wollte ich nur dazu sagen. Das Auto ist so klein, ne? Ich muss mich hier so hinsetzen, damit man mich überhaupt erkennt. Ich bin aber 1,80, also kein Riesenmensch. Ja, das Carbon, das Forged Carbon, das ist jetzt das erste Projekt, das große Projekt, wo wir Forged Carbon einsetzen. Auch was ganz Spezielles, finde ich. Wir haben sehr, sehr lange gesucht, wie man Forged Carbon Teile so herstellt, wie es vom Lambo auch aussieht. Und ich finde, es ist uns gelungen. Die Oberfläche ist wirklich perfekt. Das ist die ganze Struktur. Also ich kann wirklich wetten, wenn du ein Forged Carbon von Lamborghini daneben legst, dann wirst du fast keinen Unterschied erkennen. Und das haben wir geschafft, das haben wir hingekriegt und ich bin sehr, sehr stolz darauf auf jeden Fall. Ja, Hut ab an meine Kollegen. Haben wir sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemeistert. So. Wir haben sogar, wo ich gerade sehe, haben wir sogar den Spiegel auch bezogen. Der sieht echt aus wie, keine Ahnung. Vorher sah er aus wie vom Polo. Ja, das ist so dazu erstmal. Ja, und wenn das Ganze natürlich fertiggestellt wurde, muss man natürlich auch wieder zusammenbauen. Ja, wie baut man sowas zusammen, wenn alles auseinandergebaut ist? Ja, indem man natürlich dann Fotos macht, die ganze Dokumentation, alles beschriftet. Nur so funktioniert das. Also so Montage zum Beispiel, das ist auch die Schwierigkeit, wenn alles bezogen ist, alles beledert ist, das so hinzubekommen, dass nachher die Spaltmaße passen, das ist echt ein Akt auf jeden Fall. Und die Montage dauert immer doppelt so lange wie die Demontage. Und ja, das ist so die ganze Schwierigkeit bei dem Prozess, aber echt mega geworden. Was sagt ihr dazu? Also ich finde das echt krass. Das wirkt einfach so neu. Das Fahrzeug sieht für mich so modern aus jetzt mit dem Forged Carbon, mit dem roten Leder. Hier mit der Alcantara, da unten auf dem Armaturenbrett mit der Alcantara. Ja, dann haben wir hier die ganze Plastikteile haben wir in schwarz lackiert am Lenkrad. Hier, was halt mega zusammen harmoniert. Da Lamborghini Schriftzug wieder eingesetzt. Ja, das Leder
Boah, wie nennt sich das Leder? Das Leder, glaube ich, Alala, glaube ich. Lamborghini Alala heißt das. Alalala, Alalala. Wie kommen wir auf den Namen, das so zu bezeichnen? Echt lustig. Ja, und dann tiefschwarzes Alcantara haben wir eingesetzt mit roter Naht. Die Naht haben wir an das Leder angepasst. Ja, passt perfekt zusammen, würde ich sagen. Ne? Ja, natürlich machen wir nicht nur Lamborghini, Ferrari und was auch immer, Mercedes. Wir machen auch normale Fahrzeuge. Die Frage ist immer, willst du bei einem normalen Fahrzeug, sage ich mal, so viel Zeit und so viel Geld investieren? Eher wahrscheinlich nicht. Aber wenn du doch Bock hast, dein Fahrzeug individuell zu gestalten, von innen, mit Carbon, mit Alcantara, Leder oder vielleicht auch ganz was anderem, dann schreib uns gerne. Wir finden immer eine Lösung. Es muss ja nicht immer kompletter Umbau sein. Du kannst es ja nur mit Lenkrad anfangen. Du kannst ja nur mit Interieurleisten anfangen, was das ganze Fahrzeug sofort verändert. Ja, das wollte ich nur dazu sagen, dass man wirklich mit kleinen Sachen auch schon alles verändern kann. Und ja, so sieht's aus. Ich denke, also falls es nicht ausführlich genug war, könnt ihr uns gerne anrufen, Frage stellen, über E-Mail, Telefonnummer, über Telefon sind wir ja erreichbar. Und ja, und wie geht man vor? Vielleicht ist es noch ganz interessant, wenn ihr so einen Innenraum verändern wollt. Der Vorgang ist eigentlich ganz einfach. Wir telefonieren oder über E-Mail bequatschen das Ganze. Dann folgt ein Angebot. Dann ihr kommt vorbei oder man kommt vorher vorbei, wenn man so um die Ecke wohnt hier. Und wir klären das Ganze ab. Und dann könnt ihr auch bei uns, wir können auch einen Leihwagen organisieren, wenn es nötig ist. Und dann lässt ihr den Wagen hier, kommt vorbei. Und dann könnt ihr den neuen Innenraum genießen. Ja, ich würde sagen, das war's von mir. Folgt uns bei Instagram, da zeigen wir euch echt einiges und sogar viel, viel mehr, auch was hinter den Kulissen abgeht. Das zeigen wir auf jeden Fall bei Instagram. Ansonsten Kanal abonnieren, weil es kommen einige Projekte. Das ist nur der Anfang, wie ihr sehen könnt. Ja, ansonsten das war's von mir. Ich bin der André Bender und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Carporn. Mit Drohne, mit allem drum dran. Es wird richtig geil aussehen. Ja, ich würde sagen, viel Spaß euch. Jacked.